Operation Fenris. Operation Fenris ist ein Plan zur Invasion von R3378. Das Gelingen dieser Operation ist der größte Meilenstein in der Geschichte des SKP seit dem Endsieg. Größer als die Besiedelung des Mondes, sogar größer als die Besiedelung des Mars. Die zur Teilnahme ausgewählten Einheiten zählen zur absoluten Elite des Waffen-SKP und der Wehrmacht. Wir und das deutsche Volk erwarten von den beteiligten Kräften nicht weniger als absolute Hingabe. K51. Es sei angemerkt, dass die Planung von Operation Fenris erst nach Ereignisraute 028E2 und den dabei gewonnenen Erkenntnissen stattfand. Zusätzliche Sicherheitsvorschriften. In der Haupthalle, Raum P, befindet sich zu jeder Zeit eine vollständige schwere Kampfgruppe in Bereitschaft. Dort wurden permanent befestigte Stellungen errichtet und befinden sich 4 autonome Granatmaschinenwaffen 40 mm mit Doppelgurtzuführung für Sprengsplitter und Hohlladungsgranaten. Das im Regelfall nur wenige Pikometer große SKP-028C wird permanent mit einer Mikroskopkamera auf Veränderungen überwacht, um eine Infiltration mit Mikrodrohnen zu erkennen. Operation Fenris wird durchgeführt, wenn sich SKP-028C öffnet und stabilisiert wird. Sollte das geöffnete SKP-028C kollabieren und nicht stabilisiert werden können, ist es mit Hilfe von SKP-028B und den 8 in Raum A befindlichen Scranton-Realitätsankern wieder zu schließen und auf ein Minimum zu verkleinern. Sollte dies scheitern und ein Realitätsbruch bevorstehen, eine Gegeninvasion aus R3378 oder einer anderen Realität stattfinden oder die Gefahr bestehen, dass SKP-028 in die Hände von Terroristen fällt, wird der am Standort befindliche 500 kT Atomsprengkopf gezündet. Alle Schmidt-Portal-Stabilisatoren in Raum P sind im Normalzustand ausgeschaltet und werden täglich nacheinander im Testmodus hochgefahren. Die Elektronik der Stabilisatoren sowie die der SRAs werden ebenfalls täglich auf Funktion getestet. Alle Schäden und Fehlfunktionen sind mit höchster Priorität augenblicklich zu beheben. Vorbereitung der Operation Fenris. Wird Stichwort NITHOC 028 übermittelt, wird die gesamte oben beschriebene Einrichtung in den Bereitschaftsmodus versetzt und die Schmidt-Portal-Stabilisatoren um SKP-028C auf Normalbetrieb hochgefahren. Alles nicht benötigte Personal wird aus Raum P abgezogen und die Panzertüren verriegelt. Alle Einrichtungen, an welche das Stichwort gesendet wurde, führen den entsprechenden dort vorliegenden Alarmplan aus. Dieser beinhaltet in der Regel die Abriegelung der Einrichtung und die Entsendung von MEKs und Einheiten des Waffen-SKP sowie der Wehrmacht. Im Großraum Kassel ist allgemeiner Alarm auszulösen, die Bevölkerung hat sich in die Schutzbunker zu begeben. Sollte die Operation fehlschlagen, ist die Angelegenheit als groß angelegte unangekündigte Übung für den Fall eines Eindämmungsbruchs an Sondereinrichtung -3 bekannt zu machen. Durchführung der Operation Fenris. Sobald sich SCP-028C öffnet und stabilisiert, stürmt das Infanterieregiment 41R 3378. Dabei gehen Servokampfanzüge voran, gefolgt von Sturminfanterie und technischen Trupps, die dort sofort mit der Errichtung von Schmidt-Portal-Stabilisatoren und einem mobilen Fusionsgenerator beginnen. Es ist davon auszugehen, dass nach Ereignisraute 028E2 auf der anderen Seite Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, um einer Invasion entgegenzuwirken. Daher ist das erste Ziel der das Portal durchschreitenden Truppen die Zerstörung des dortigen SKP-028B sowie aller dortigen Äquivalente zu Scranton-Realitätsankern. Erst danach sind gegnerische Kräfte zu bekämpfen. Der Verlust von eigenen Truppen ist akzeptabel. Da davon auszugehen ist, dass der Standort über zahlreiche und womöglich extreme Abwehrmaßnahmen wie einen Atomsprengkopf verfügt, ist schnellstmöglich vorzurücken. Jede Einheit hat gemäß Protokollraute 028 O1A1 einen bestimmten Raum zum Ziel und oftmals bestimmte Aufgaben wie die Übernahme der Gebäudeleittechnik und der Sicherheitszentrale. Diese Ziele sind ohne Rücksicht auf Verluste schnellstmöglich zu erreichen. Pioniertrupps haben Türen, Tore und andere Hindernisse zu beseitigen. Sobald die Schmidt-Portal-Stabilisatoren und der Fusionsgenerator errichtet und in Betrieb sind, ist ein portabler Schildgenerator in Betrieb zu nehmen, um selbst im Fall nuklearer Gegenmaßnahmen das Portal offen zu halten. Haben die Invasionstruppen die Oberfläche erreicht, sind mit höchster Priorität alle Servokampfanzüge mit dem schweren Laserprojektor LP3X und/oder der RMK-30 auszurüsten und zur Flugabwehr einzusetzen.
Es wird davon ausgegangen, dass dort aufgrund der Geheimhaltung der SCP Foundation nur wenige Truppen vor Ort sind und Luftunterstützung auch nuklearer Art zu erwarten ist. Ist die Anlage Standort DE3 gesichert, sind die Korridore zur Oberfläche freizuräumen, um für Einheiten des Waffen-SKP und der Wehrmacht Platz zu schaffen. Nachdem Infanterie- und Servokampfanzüge die Oberfläche erreicht und dort einen Brückenkopf errichtet haben, sind die dortigen Büros und Sozialräume als Unterkünfte herzurichten. Nicht benötigte Güter sind aus den Lagerräumen zu entfernen, um diese zweckmäßig zu nutzen. Es wird erwartet, dass etwa 1,5 Stunden nach dem Durchschreiten des Portals erste größere feindliche Verbände eintreffen. Bis dahin ist der Brückenkopf zu befestigen. Gegnerische Einheiten sind zu vernichten. Es ist nicht vorgesehen, Gefangene zu nehmen. Die SCP Foundation in R3378 hat nur wenige Einsatzkräfte und keinen militärischen Zweig. Es wird angenommen, dass sie zögern werden, sich an die Bundeswehr, das Militär und die Polizei der Bundesrepublik Deutschland zu wenden. Es wird jedoch mit erheblicher Opposition durch die Bewohner von R3378 gerechnet. Jeder Widerstand der Behörden und der Bevölkerung ist mit öffentlicher äußerster Gewalt niederzuschlagen. Da sie Frieden und ein hohes Maß öffentlicher Ordnung gewohnt sind, wird nur ein geringes Maß an Einschüchterung nötig sein, um ihren Widerstand zu brechen. Falls möglich, sind Präventivschläge gegen die nächstgelegenen Standorte der Bundeswehr und der Polizei durchzuführen. Sobald der Brückenkopf gesichert ist, wird ein Hochspannungskabel durch das Portal gelegt und oberirdisch ein weiterer Projektor für einen kinetischen Schild errichtet. Nach dessen Inbetriebnahme wird ein portabler SKP-028B und ein Schmidt-Portal-Stabilisatorengitter an vorgegebene Koordinaten an der Oberfläche transportiert und damit ein Portal erzeugt, durch welches Fahrzeug um Fahrzeug die gesamte 1. und 2. Armee der Wehrmacht nachrücken und das nördliche Hessen sichern. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird Regelbau 028/1 errichtet, an welchem ein SKP-028C von 1 Kilometer Größe erzeugt wird, um ungehinderten und schnellen Verkehr von Truppen zu Land und in der Luft zu ermöglichen. Damit beginnt die groß angelegte Eroberung der Bundesrepublik Deutschland, Europas und ganz R-3378. O4-1 Strategische Einordnung und vorsorglicher Maßnahmenkatalog. Klassifikation O4-Archiv. Beobachterebene Plus. Freigabe O5-Rat. Bedingt. Status Präventivdokument. Die vorliegenden Unterlagen zu Operation Fenris wurden vollständig analysiert, kontextualisiert und mit bekannten multirealen Eskalationsmustern abgeglichen. Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich bei dieser Operation um eine Initiative des Sonderkommandos für Paranormales SKP handelt und nicht um eine Maßnahme der SCP Foundation. Diese Trennung ist nicht nur formaler Natur, sie ist in ihrer Zielsetzung fundamental. Während die Foundation Anomalien als systemische Risiken begreift, die eingehegt, verstanden und, wenn möglich, neutralisiert werden müssen, verfolgt Operation Fenris einen anderen Ansatz. Anomalie wird hier nicht stabilisiert, sondern instrumentalisiert. Realität wird nicht geschützt, sondern erweitert, um jeden Preis. Die Dokumentation zeigt eine Planung, die militärische Logik konsequent über ontologische Vorsicht stellt. Der kalkulierte Einsatz nuklearer, realitätsverankernder und massiver militärischer Mittel belegt, dass die Initiatoren davon ausgehen, einen unumkehrbaren Punkt zu überschreiten und bereit sind, die Konsequenzen zu tragen. Diese Einschätzung wird durch folgende Kerntatsachen gestützt. Erster R3378 wird nicht als instabiles Szenario behandelt, sondern als strategischer Raum, dessen Kontrolle langfristig angestrebt wird. Zweite. Zivile Verluste, gesellschaftlicher Kollaps und sekundäre Realitätsverwerfungen werden nicht als Scheitern, sondern als akzeptable Nebenfolgen eingeordnet. Dritte. Die operative Planung berücksichtigt keine dauerhafte Koexistenz zweier Realitäten, sondern die Subordination einer Realität unter die andere. Aus Sicht der SCP Foundation stellt dies keine klassische Eindämmung dar, sondern den Beginn eines interrealen Machtkonflikts, dessen Dynamik sich erfahrungsgemäß jeder linearen Kontrolle entzieht. Bewertung durch O4-1. Trotz der Schwere dieser Erkenntnisse ist festzuhalten: Operation Fenris stellt keine unvorhersehbare Entwicklung dar. Die Foundation hat vergleichbare Eskalationsmuster bereits in anderen Realitäten
Zeitlinien und Organisationsstrukturen beobachtet. Der Wunsch, Anomalien nicht nur zu kontrollieren, sondern sie aktiv zur Durchsetzung politischer oder militärischer Ziele einzusetzen, ist kein Novum. Er endet jedoch stets gleich, mit Instabilität, Kaskadeneffekten und Kontrollverlust. Der entscheidende Unterschied liegt diesmal nicht in der Bedrohung selbst, sondern im Zeitfenster. Dieses Zeitfenster existiert noch. O41. Vorsorgliche Gegenmaßnahmen. Empfehlung an den O5-Rat. Für den Fall, dass Operation Fenris initiiert wird oder sich SCP-028-C nachhaltig stabilisiert, empfehle ich folgende vorbereitende Maßnahmen. Stufe -3 Überwachung aller bekannten Portal-, Anker- und Stabilisierungstechnologien, die strukturelle Ähnlichkeiten zu SKP-Systemen aufweisen. Bereitstellung redundanter Scranton-Realitätsanker-Netzwerke, die unabhängig von lokalen Energiequellen operieren können. Aktivierung von Beobachtungszellen in angrenzenden Realitäten, um sekundäre Durchbrüche frühzeitig zu erkennen. Nicht-interventionelle Abschreckung. Das bewusste Sichtbarmachen unserer Fähigkeit, Portale nicht nur zu schließen, sondern irreversibel zu entkoppeln. Letzte Option. Die Vorbereitung eines kontrollierten Realitätslockdowns, der eine weitere Expansion aus R3378 heraus unmöglich macht, selbst auf Kosten temporärer Isolation. Diese Maßnahmen sind defensiv. Sie sind nicht als Gegenschlag gedacht, sondern als Stabilisatoren, falls andere Akteure die Balance überschreiten. Abschließende Einschätzung. Operation Fenris mag aus Sicht ihrer Initiatoren als historischer Meilenstein erscheinen. Aus der Perspektive langfristiger Realitätswahrung ist sie jedoch vor allem eines: ein Stresstest für die Grenzen menschlicher Kontrolle. Die SCP Foundation wird nicht eingreifen, solange Beobachtung ausreicht. Sie wird nicht eskalieren, solange Eindämmung möglich bleibt. Doch sie wird vorbereitet sein, nicht aus Angst, sondern aus Verantwortung. Kontrolle bedeutet nicht, alles zu verhindern. Kontrolle bedeutet, vorbereitet zu sein, wenn andere sie verlieren. O41.